Willkommen zu Camping- und Wohnmobil-News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf womo.blog. In der Folge 7 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen, ja, und was uns in den letzten Wochen im Internet so aufgefallen ist. Und heute haben wir wirklich das absolute Highlight für euch. DigiCamper ist für euch gestartet und wir finden diese App super. Das Beste: Ihr könnt einen 7-Tage-Campingaufenthalt inklusive Zugang zum Badebereich im Caravanpark Sexten und viele weitere attraktive Preise gewinnen. Dann kommt, ihr wollt im Sommer eure Wunschtemperatur im Wohnwagen oder Wohnmobil? Wir haben einen neuen Anbieter für euch. Hilfe beim Campen und niemand in der Nähe, der Ahnung hat? Auch dafür gibt es jetzt eine allumfassende Lösung. Da haben sich Menschen viel Mühe gegeben, damit ihr euch in Zukunft möglichst selbst helfen könnt. Das Thema Stromausfall beim Campen, das kann fatale, ja lebensbedrohliche Folgen haben. Genial sind diese Markisenhaken von Peter Burget. Wir reden über Landvergnügen. Andreas Schäfer bringt uns ein echtes und wahrscheinlich nicht einmal extremes Beispiel der Preissteigerung beim Wohnmobil. Echter Hammer, wenn man diese Zahlen sieht. Bilder vom Roadtrip Ligurien, wir reden über das giftige Wasser in unseren Tanks, da könnt ihr eine Menge Geld sparen. Endlich Sicherheit dank GPS-Tracker, denn die kann man nicht aufspüren und auch stören nutzt wenig. Bei den Foren geht es um Panne im Urlaub, Raub an der Autobahn und die Frage, was wohl No Camping bedeuten könnte. Und zwei wundervolle Bücher haben wir euch auch mitgebracht. Und ganz wichtig: Habt ihr News und Neuheiten für uns? Produziert vielleicht selbst etwas oder benutzt ein Gadget, von dem ihr der Meinung seid, dass es auch toll für andere wäre? Dann kontaktiert uns doch, am besten per Mail, denn wir sind immer auf der Suche nach News und Neuheiten. Und ja, etliche von euch, die uns ihre Neuheiten schon gezeigt haben, sind anschließend begeistert von der Resonanz unserer Zuschauer. Es ist wirklich klasse, wie ihr mitdiskutiert und kommentiert und sogar mitgestaltet, denn eure Ideen führen nicht selten bei den Erfindern und Herstellern zu Veränderungen. Dafür an dieser Stelle einfach mal ein großes Lob. Los geht's nach dem Intro. Wir starten mit DigiCamper. Und jetzt solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern anschließend mitmachen. Denn DigiCamper verlost nicht nur einen 7-tägigen Aufenthalt im Caravanpark Sexten inklusive Zugang zum Badebereich. Wer den Caravanpark Sexten nicht kennt, sollte jetzt unbedingt mal schnell googeln. Denn nicht nur die Dolomiten sind sehenswert, sondern auch, was dieser Campingplatz alles zu bieten hat. Als zweiten Preis gibt es ein Reifendrucküberwachungsset mit den neuen Tire-Check-Sensoren von Comworks. Die sind im Übrigen auch mit der App kompatibel. Der dritte Preis, der Wassertank-Füllstandssensor Supersense. Der vierte Preis, 100 € Einkaufsgutschein im Shop. Fünfter Preis, 50 € Einkaufsgutschein ebenfalls im DigiCamper Shop. So, jetzt wisst ihr, was ihr alles gewinnen könnt. Und das hört sich doch schon ziemlich gut an. Ihr wisst aber natürlich immer noch nicht, was DigiCamper ist. DigiCamper ist eine Plattform, die Camper miteinander vernetzen will, dazu eine Stellplatz- und Camping-App und bietet auch die Möglichkeit, die verschiedensten Geräte von unterschiedlichen Herstellern in einer App zu bedienen. DigiCamper könnt ihr im Webbrowser aufrufen, aber es gibt sie auch als Smartphone-App. Android gibt es schon, für Apple kommt es in Kürze. DigiCamper ist herstellerneutral und unabhängig. Ich benutze zu Hause die Web-Variante und wenn wir unterwegs waren, konnte ich per Smartphone alle Stell- und Campingplätze sofort eintragen und bewerten. Denn das ist der Sinn der App. Es vernetzt uns Camper und hilft uns bei der Suche nach Camping- und Stellplätzen, aber auch bei Restaurants, Werkstätten, Einkauf, Freizeit und Natur. Schauen wir uns dazu einmal das Radar an. Ihr könnt hier Übernachtungsplätze, Stell- und Campingplätze eintragen, aber auch Restaurants, Werkstätten, schöne Läden, Sehenswürdigkeiten, Naturplätze, an denen ihr euch wohlgefühlt habt, Parkplätze, Freizeitaktivitäten. Ja, einfach alles, was euch beim Campen Spaß macht. Und wer beim Planen einer eigenen Tour dann über eure Einträge stolpert, kann sich durch die Kommentare orientieren und auf der vermerkten Internetseite umschauen. Und dann stelle ich natürlich neue Stell-
und Campingplätze ein oder noch wichtiger, ich bewerte diese Plätze, hänge ein paar Bilder an oder beschreibe die Location und die Umgebung, denn davon haben dann alle etwas. Natürlich kann ich auch Kommentare zu Stellplätzen abgeben. Was war gut? Hat sich etwas geändert? Wie sind die Preise? Ist es gerade voll oder noch leer? Da jeder mit seinem Namen und dem Datum dort schreibt, sieht man auch die Aktualität und kann gegebenenfalls Kontakt zu jemandem aufnehmen, der gerade oder schon einmal vor Ort war. Ich kann sogar den Platz mit anderen im Web teilen und die benötigen dann nicht mal die App. Und genau an der Stelle hebt sich die App von allen anderen Apps ab. Klar, habe ich am Anfang auch das sofort mit Park4Night verglichen. Aber hier komme ich in den Genuss eurer Empfehlungen und Tipps jenseits der Übernachtungsplätze. Dazu gibt es dann eine Community, ein riesiges Forum mit den verschiedensten Themen und der Möglichkeit, auch selbst Fragen zu stellen, in der Hoffnung, dass andere eine Lösung oder Idee haben. Dort gibt es aber auch Angebote wie 3D-Druck oder die Vorstellung des eigenen Campers, in der dann auch Selbstbauprojekte zu finden sind. Unter Connect wird es jetzt spannend, denn DigiCamper hat die Steuerung verschiedenster Geräte in diese App eingebaut, beziehungsweise arbeitet daran, weitere Hersteller einzubinden. Ich habe mir die Comworks Reifendrucksensoren und Füllstandssensoren für den Frisch- und Abwassertank eingestellt. So habe ich alles nun in einer App und hoffentlich öffnen sich viele Hersteller für das Projekt. Das würde das Leben meines Erachtens deutlich einfacher machen, wenn man alles in einer App nachher hätte. Wie gewinnt ihr? Gewonnen habt ihr unseres Erachtens schon, wenn ihr zukünftig die App benutzt und mit Leben füllt. Die Preise gewinnt ihr, indem ihr neue Einträge auf dem Radar vornehmt. Jeder eingetragene Ort mit Bildern bei DigiCamper stellt ein Los dar. Die Gewinnchancen erhöhen sich also, umso mehr Orte eingetragen werden. Wobei es neue Orte sein müssen, also nicht einfach den gleichen Ort noch einmal auf der anderen Straßenseite eintragen. Je mehr Locations ihr erfasst, desto mehr Lose habt ihr und ja, desto größer ist für euch die Chance zu gewinnen. Die Aktion endet am 31. August 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Eintragen ist einfach. Man klickt in die Karte, dann auf den Ort und auf Hinzufügen, wählt aus, was man eintragen will, in unserem Fall einen Stellplatz. Anschließend erfasst man den Namen und die Daten, nach Möglichkeit eine vernünftige Beschreibung, vielleicht Highlights in der Umgebung, Zufahrt und so weiter. Eine Homepage, E-Mail und dann natürlich die Fahrzeuglänge und dann die Zusatzangebote, also gibt es Strom, Wasser, WLAN und so weiter. Und dann natürlich unbedingt Bilder, die gehören dann einfach dazu. Beim Stellplatz oder Campingplatz vielleicht so, dass man eine Ahnung bekommt, wie man dort steht. Tja, und dann nur noch abschicken. Der Eintrag wird nun geprüft und dann von den Machern freigegeben. Und wenn ihr gerade unterwegs seid, dann schreibt doch einen Kommentar zu eurem Stell- und Campingplatz, damit die, die dann nach euch kommen, wissen, was gerade los ist. Manchmal verbessert sich ja das Angebot oder wird ganz grottig. Und wenn ihr bis 31. August viele Plätze eingetragen habt, da habt ihr echt gute Chancen auf einen Gewinn. Denn mal ehrlich, nach Sechsten wollten wir schon lange mal, nicht nur im Winter, ein Highlight. Deswegen trage ich derzeit fleißig Standorte ein. Vielleicht gewinne ich ja. DigiCamper verlinke ich euch unten im Text und auf womo.blog. Am besten gleich mitmachen und anmelden. Es wird heiß. Die ersten Tage mit über 35 Grad liegen jetzt hinter uns und es wird noch heißer. Und wer in den Süden fährt, der träumt von einer Klimaanlage. Und dann hatten wir schon Truma und Dometic auf womo.blog getestet und beide sind richtig gut, aber auch anständig teuer. Mit Einbau ist man da schnell 3.000 bis 4.000 Euro los. In Kroatien und Italien haben Nadja und ich es selbst erlebt. Bei 4 Wochen Urlaub gab es Nächte, da war es erträglich. Wenn man aber die Hochphase erwischt hat, gingen die Temperaturen nicht einmal in der Nacht unter 30 Grad. Nicht jeder verträgt das. Wir fahren deswegen lieber im Frühsommer oder Herbst, aber das kann und will nicht jeder, also muss eine Klimaanlage her. Und als wir letztens unterwegs waren, hatte unser Stellplatznachbar eine Sinclair auf dem Dach. Sinclair kannte ich überhaupt nicht. Also habe ich mir das Teil näher angeschaut, denn er hatte gerade einmal 1.400 Euro bezahlt. Dabei passt die Dachklimaanlage in jede Dachhaubenöffnung mit 40 x 40. Der einfachste Weg ist also, eine Dachhaube gegen die Klimaanlage auszutauschen. Zurück zur Klimaanlage.
Zu Hause habe ich mich dann mit dem Hersteller auseinandergesetzt. Der kommt aus Tschechien und baut schon lange gewerbliche und private Großanlagen. Und da er das Geschäft auch länger betreiben will, hat er in Deutschland mit der Firma Wunschtemperatur.de einen Partner, bei dem ihr die Geräte nicht nur kaufen könnt, sondern auch Support, Reparatur und so weiter bekommt. Aufgepasst! Bei anderen Anbietern gibt es manchmal eine solche Klimaanlage nochmal 100 € billiger, aber dann habt ihr nicht die Unterstützung durch den deutschen Vertrieb. Die kommt dann irgendwo her. Also, liebe Sparfüchse, aufpassen, dass der Schuss am Ende nicht nach hinten losgeht und lieber beim Hans kaufen und nicht beim Hänschen. Ich habe lange mit den Jungs von Wunschtemperatur.de gesprochen und es hat mir außerordentlich gefallen, dass sie gerade umstellen und selbst so gestrickt sind, es immer besser machen zu wollen. Ihr wisst vielleicht, dass wir durch unsere Kids sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt sind und so war uns wichtig, dass, wenn man schon so eine Klimaanlage benutzt, man auf die Kühlflüssigkeiten und den Energiehunger achtet. Die neue Sinclair ASV 25BS zum Preis von 1.429,99 € haben jetzt das R32 Kältemittel. Funktioniert ohne schädliche Treibhausgase. Und auch der Energiehunger hat deutlich nachgelassen. Im Betrieb kommt man auf ein bisschen mehr wie 4 Ampere-Stunden. Das habe ich jetzt nicht vom Hersteller, das hat der Stellplatznachbar gemessen und er sagte auch, dass er noch nie Probleme beim Starten, auch auf Campingplätzen mit schwacher Leitung hatte, da dieses Gerät langsam hochfährt und so die Sicherung drin bleibt. Die neuen, modernen Anlagen wie diese hier sind dabei deutlich leiser wie die es vor 10 Jahren gab. Es hat sich einiges getan und 43 Dezibel sind etwa so laut wie Regen oder leise Musik. Also ihr steht da nicht neben einem Kühltrack auf der Autobahn. Welche Größe ihr braucht, das hier ist das kleinste Gerät und das reicht immerhin bis 8 Meter Länge. Für größere Wohnmobile oder auch kleinere, ältere Wohnmobile, die nicht so gut isoliert sind, ist dann die nächstgrößere Einheit ASV 35BS gedacht. Ach, und ihr könnt natürlich damit nicht nur kühlen, sondern auch in der Übergangszeit heizen. Im Winter bleibt aber die Gasheizung nach wie vor die sinnvollere Alternative und die kostengünstigere ist es noch dazu. Ich habe mir das Teil extra von wunschtemperatur.de schicken lassen, um euch einfach einen Eindruck vermitteln zu können. Zuerst einmal, sie ist nicht so schwer, wie ich dachte. Da hatte ich schon deutlich schwere hier. Dazu macht das ganze Gerät einen wertigen Eindruck. Das sieht man gerade hier neben an den Kühlrippen. Die Stege sind richtig fest. Ich betone das, weil genau hier an einer Anlage eines anderen Herstellers mir einmal die Stege gebrochen waren. Irgendein Ast hat sich da verklemmt. Alle notwendigen Befestigungsteile sind dabei und auch das sieht alles wertig aus. Und nett ist die Fernbedienung und dass gleich eine Halterung dabei ist. Man kann die Anlage übrigens auch per Smartphone steuern. Die Klimaanlage läuft natürlich mit 230 Volt. Ihr braucht also Landstrom. Oder ihr seid so gut bestückt, also das Wohnmobil, und habt fette Lithium-Batterien mit noch fetterer Solaranlage und einem ganz fetten Wechselrichter. Ja, sagen wir mal 2000 Watt. Dann könnt ihr sogar autark sein. Denn die Klimaanlage zieht maximal 1400 Watt. Diese Klimaanlage hat mir ja Wunschtemperatur geschickt, damit ich sie euch zeigen kann. Diese von mir nun einmal ausgepackte und getestete Klimaanlage könnt ihr bei wunschtemperatur.de für 999 € kaufen. Ne, das stimmt nicht, es sind nur 949 €. Und nein, davon bekomme ich nichts. Der Erste, der sich unter der extra von wunschtemperatur.de eingerichteten E-Mail-Adresse meldet, kann sie für 949 € kaufen. Die Adresse lautet womo.blog@wunschtemperatur.de. Also jetzt keine Mail oder Kommentar an mich. Ich kann da nichts für euch tun. Das läuft alles über wunschtemperatur.de. Für alle, die dann zu spät sind oder lieber eine noch nicht ausgepackte Klimaanlage wollen, bietet uns wunschtemperatur.de einen Rabatt bis zum 17.07.2022. Die Sinclair ASV Klimaanlagen bekommt ihr dann mit dem Rabattcode womo.blog ganze 10% günstiger.
So Leute, da draußen an den Bildschirmen. Mehr konnte ich für euch nicht rausholen, aber ich denke, das ist doch mal eine Ansage. Wer jetzt Bedenken hat, das selbst einzubauen. Es gibt ganz brandaktuell ein detailliertes Einbauvideo von wunschtemperatur.de. Verlinke ich euch, mit diesem Video schafft ihr es dann sicher auch selbst. Klimaanlage, Wunschtemperatur, Sinclair ASV, am besten mit dem neuen Kältemittel. Links im Text unter dem Video oder wie immer auf womo.blog mit allen wichtigen Informationen. Hilfe! Hilfe im Urlaub, Hilfe beim Camping. Wer von euch kennt das nicht? Kaum ist man losgefahren, funktioniert irgendetwas nicht. Manchmal sind es kleine Dinge, aber oft auch richtig Großes. Und meist hat man keine Bedienungsanleitung dabei oder erinnert sich nicht mehr an die Anweisung. Ihr kennt das. Der Händler ist nicht erreichbar, die Werkstätte geschlossen. Alle möglichen Leute haben gute Tipps, aber sind die auch korrekt? Genau für diesen Fall gibt es jetzt eine App. Help to Camp. Kostet gerade einmal 4,99 € für Android und iOS und wird permanent aktualisiert. Man bekommt sogar bei Fragen Antworten von echten Menschen. Viel wichtiger ist aber, dass die Einträge und Lösungen mit den Herstellern abgesprochen sind und die kurzfristigen Lösungen Hand und Fuß haben. Wäre ja blöd, wenn ich auf dem Campingplatz irgendetwas nachher kaputt repariere und am Ende mehr Schaden habe wie vorher. Wie funktioniert es? Es gibt eine kostenlose Version, die dient aber nur als Überblick, damit man sich die Kaufversion holt. Die ist wirklich gut und die gerade einmal 4,99 € pro Jahr wirklich gut angelegtes Geld. Das ist weniger als eine Packung Zigaretten oder 2 Bier am nächsten Campingbistro. Dafür hat man in dieser App dann wirklich alles beisammen, wenn man sich selbst helfen will oder muss. Und zwar Wohnwagen und Wohnmobile. Habt ihr eine Fehlermeldung an der Heizung, ruft ihr die Rubrik Heizung auf. Wählt euren Hersteller aus und schaut euch an, welche Erklärung es gibt. Das gibt es als Text oder wie hier auch in Form eines Videos. Die Texte finde ich sehr wichtig, denn wenn man schwaches Internet hat, kommen die Texte recht schnell, aber Videos dauern dann bekanntlich ewig, bis sie geladen sind. Problem mit der Markise? Schaut in die App und ihr könnt die Markise neu justieren. 3 Klicks und ihr findet die Lösung. Ich habe die Macher der App gefragt, was ihnen besonders wichtig ist und sie erzählten mir, dass die gut zu wissen Videos aus ihrer Praxis heraus erstellt wurden. Hier werden die meisten Themen als Video angeboten und lösen unterwegs die allermeisten Problemchen. Das da unten kennt bestimmt jeder. Das Wasser stinkt, plötzlich müffelt es im Wohnmobil im Sommer oder im Wohnwagen. Hier gibt es eine Lösung dazu, also einfach mal reinschauen. Die App arbeitet schon jetzt mit den meisten großen und kleinen Herstellern und Zubehör zusammen, aber es kommen ständig weitere hinzu. Auch Hersteller und Händler können diese App nutzen und individualisieren. So lässt sich die Fahrzeugeinweisung hier sogar als Video aufrufen. Finde ich super, denn jeder, der so etwas mal mitgemacht hat, weiß, dass man nach 2 Stunden nur noch einen Bruchteil von dem im Kopf hat, was auch der beste Einweiser alles erklärt hat. Also, liebe Vermieter und Händler, bringt doch eure eigenen Fahrzeuganweisungen als Video unter die Leute und bietet ihnen diese App an. Das erspart euch sicher eine Menge Rückfragen und Support. Und der Rubrik an alles gedacht findet ihr dann im Übrigen Packlisten, To-Do-Listen und so weiter. Vor der Abfahrt mal reingeschaut und ihr vergesst nichts mehr. Ja und hinterher oder vom Winter, was nun alles zu tun ist. Außerdem habt ihr in dieser Vollversion die Möglichkeit, eure Fragen an Profis zu senden. Das wird jetzt nicht unbedingt sofort beantwortet, aber das Serviceteam schickt euch in Kürze eine Antwort. Dabei müsst ihr den Machern aber schon ein bisschen Zeit geben, denn im Zweifel kontaktieren die dann erst den Hersteller. Das soll aber trotzdem nicht länger als einen Werktag dauern. Aber auch für andere Themen bietet die App Hilfe. Bei einer Panne, Händleradressen, Serviceadressen, Handy- oder Kartensperren. Hier findet ihr alles zuverlässig und schnell und das alles an einem Ort. Das Ende der großen Sucherei. Und das Ganze gibt es dann auch abgestimmt auf die Wohnwagen. Da sind ja viele Themen gleich, einige aber natürlich völlig anders, wie zum Beispiel ein Mover. Ich habe dann bei Help to Camp mal nachgefragt, was es so an echten Fällen gab. Und dann kam aus der Pistole geschossen, Absorberkühlschrank oder Sattantenne, die pausenlos weiterdreht und nichts findet. Grund war, dass die Aufbaubatterie schon fast leer war. Oder die Hubstütze, die auf 3 Stützen stehen bleibt und blinkt.
Das ist bei diesem Typ ein Zeichen dafür, dass man ein Brett oder Stein unter die vierte Stütze legen muss, weil der Wagen einfach zu schräg steht und nur mit der Unterstützung die Waage erreicht werden kann. Ja, ziemlich tricky. Mir gefällt die App ausgesprochen gut und ich glaube, sie wird vielen Campern eine nützliche Unterstützung sein. Denn gerade im Urlaub will man Schnellhilfe und nach Möglichkeit nicht in eine Werkstatt, ja, sondern sich selbst helfen und sei es nur, um den Urlaub erfolgreich zu Ende zu bringen. Daheim hat man dann ja doch eher Zeit für einen Werkstattbesuch. Und so gibt es auch mal den einen oder anderen Hack und da kommen sicher noch viele Sachen dazu. Vielleicht fällt euch ja auch selber was ein und ihr unterstützt die Entwickler mit eurem Wissen. Help to Camp gibt es in den App Stores. Ich verlinke euch die App unten im Text unter dem Video und natürlich auf womo.blog. Help to Camp. Nun habe ich einige Themen aus Gruppen, Foren und Mails von euch. Das erste ist mir wichtig, jeder, der von euch an Schlafapnoe leidet und so ein Gerät braucht, das euch nachts überwacht und versorgt, der weiß, dass es wichtig ist, wenn das Gerät auch läuft. Ganz blöd, wenn der Strom ausfällt und man es nicht mitbekommt. Das kann dann schnell gefährlich werden. Aber auch für den Kühlschrank ist das ein interessantes Thema. Auf dem Campingplatz, der Strom fällt aus und keiner merkt es. Und bis man es merkt, sind die Steaks aufgetaut und das Bier warm. Letzteres fände ich schlimmer. Deswegen hat mir ein Zuschauer diese beiden Geräte empfohlen. Ein ganz günstiges mit Batterien für 10 bis 15 Euro oder ein hochwertigeres mit eingebautem Akku für 45 Euro. Solange Strom auf der Leitung ist, sind die Geräte stumm. Ist kein Strom mehr da, machen sie entsprechend Rabatz und ihr könnt entsprechend reagieren. Eigentlich total simpel, man muss nur auf die Idee kommen. Und dann habe ich überlegt, ob es auch Alternativen gibt. Zum einen könnt ihr eine Powerstation dahinter schalten und dann euer Apnoe-Gerät. So wird die Powerstation die ganze Zeit geladen und fällt der Strom aus, puffert die Powerstation noch viele Stunden euer Gerät. Nur mal so als Idee. Für Computer gibt es sogenannte USV-Geräte. Also ich habe hier eine Queen-Cell USV unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die habe ich für meinen Festplattenserver, aber mit so einer Powerstation schlage ich ja vielleicht sogar 2 Fliegen mit einer Klappe. Denn ich habe eine autonome Stromversorgung und Sicherheit, sollte mal der Strom ausfallen. Die Links findet ihr im Text oder schreibt doch mal, wie ihr das bei euch gelöst habt. Markisenklammern aus Tschechien. Ihr habt eine Markise am Wohnwagen oder Wohnmobil, dann ist das hier etwas für euch. Unser Camperfreund aus der Tschechischen Republik hat sich wieder etwas einfallen lassen, das ich euch hier vorstellen will. Peter Burget hat mit einem Freund den 3D-Drucker strapaziert und dieses erstaunliche Teil entwickelt. In die bei vielen Markisen vorhandenen Kederschienen eingeschoben, kann man damit Wäsche oder Lampen oder Gadgets oder Schnickschnack aufhängen. Gerade wenn man nicht extra eine Leine irgendwo installieren muss, ist das eine tolle Erfindung. Peter produziert die Teile auf dem 3D-Drucker und verheiratet sie mit einer handelsüblichen Wäscheklammer. Also zumindest die Feder und die eine Hälfte. Wichtig ist, dass ihr messt, wie stark eure Öffnung an der Kederschiene ist, wenn ihr die Markisenklammern bestellt. Für 6 Stück nimmt Peter gerade einmal 10 Euro. Bestellen könnt ihr sie bei ihm direkt oder per Mail. Tolle Sache, Peter. Danke für die Testexemplare, haben uns schon treue Dienste geleistet und funktionieren einwandfrei. Link mit der E-Mail-Adresse unten im Text oder im Blog. Landvergnügen ist leider schon ausverkauft 2022. Landvergnügen kennen die meisten von euch mittlerweile. Da stehst du beim Hof, beim Winzer, übernachtest in schöner Umgebung. Dafür wird erwartet, dass du auch dort einkaufst. Wir haben das immer sehr genossen, aber aufgepasst. Zum einen vergessen einige einzukaufen, besuchen nicht mal den Laden und meinen, mit dem Kauf des Buches und der Vignette sei alles abgegolten. Und andere meinen, sie könnten sich einfach dazustellen, wenn schon voll ist. Wenn man im Laden nichts Passendes findet, ist das was anderes, wie erst gar nicht einkaufen zu wollen. Das gibt Stress und sorgt für Verdruss. Die Landvergnügen-Gastgeber sind in erster Linie Landwirte und Winzer und bieten nur nebenbei einen Stellplatz an. Sie freuen sich auch mal über ein nettes Gespräch oder Interesse an ihrer Arbeit. Und das Kaufen ihrer Produkte ist für sie der Lohn ihrer Mühen. Aber so ein Hof ist kein Campingplatz und bietet meist nur wenige Stellflächen. Und wenn voll, ja dann voll.
und im Hochsommer ist es allein aufgrund der Masse an Campern schnell mal voll. Dann muss man sich etwas anderes für die Übernachtung suchen und sich nicht ungefragt einfach dazustellen wollen. Wenn ihr mit diesen einfachen Regeln leben könnt, dann habe ich einen Tipp. Bei Amazon gibt es noch einige Landvergnügen-Bücher, verlinke ich euch, dann könnt ihr auch schon 2022 mitmachen. Für alle anderen am besten schon jetzt Landvergnügen 2023 vorbestellen. Die Preissteigerung nimmt Überhand. Andreas Schäfer hat in den letzten 2 Jahren akribisch dokumentiert, wie bei seinem Wunschwohnmobil die Preissteigerung gelaufen ist. Und das will ich euch heute einmal zeigen, denn das gehört einfach mal festgehalten. Hallo Jürgen, ich kann dir versichern, das ist immer ein und dasselbe Fahrzeug mit derselben Ausstattung. Bürstner Lyseo TD 690 Harmonieline mit Freistartpaket und im Paket ist immer dasselbe drin. Bürstner hat den Grundpreis für das Fahrzeug auf 79.450 € angehoben. Gehen wir mal vom Grundpreis aus. Im April 2021 waren es 64.690. Im August 2021 kostet es 66.890. Das ist ein Plus von 2.200 €. November 2021 sind wir bei 73.570. Das ist ein Plus von 6.600 €. Im Mai 2022 sind wir bei 79.450. Das ist eine Erhöhung von weiteren 5.800 €. Die Preissteigerung in einem Jahr ist also plus 14.790 €. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so wie hier jetzt mal schwarz auf weiß sieht. Da ist das eine ganz andere Sache, als wenn man erzählt bekommt, die Preise sind massiv gestiegen. Und sorry, Inflation kommt natürlich auch daher, dass die Einkaufspreise steigen, aber jeder haut ein wenig drauf und testet aus, wie weit sind die Kunden, also ihr, bereit zu gehen. Das ist ganz normale Marktwirtschaft, aber in diesem Maß und über die ganze Branche einer Preissteigerung, die in keinem Verhältnis mehr zur offiziellen Inflationsrate steht, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man jetzt die Kuh aber nochmal ordentlich melken will. Dazu hatten wir im Übrigen auch zuletzt unseren aktuellen Marktbericht. Den verlinke ich euch hier oben mit allen aktuellen Zahlen zu den Angeboten. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Am Urlaub wird gespart. Noch sind es erst die Anfänge, aber mir hat am Wochenende eine Händlerin und eine große Werkstatt bestätigt, die Leute fangen an zu sparen. Ukraine-Krise, Angst vor einem Weltkrieg, aber auch die Inflation und ganz besonders die extrem steigenden Energiepreise haben zuletzt zu Rückgaben bei Käufern gesorgt und zu Abbestellungen. Noch sind das Einzelne und da die Hersteller nicht liefern können, tut das nicht weh. Aber auch bei den Zubehörgeräten wird erstmals seit Jahren nicht mehr die Vollausstattung bestellt. Die Solaranlage, der Wechselrichter, die zweite Batterie, der TV, die SAT-Anlage, alles wird auf die Goldwaage gelegt und eher nicht eingebaut oder dann selbst oder mit Freunden zu einem späteren Zeitpunkt. Also sagte ich zur Händlerin, das ist also so, wie es früher normal war. Da lachte sie und meinte, ja, aber in den letzten Jahren war das halt ganz anders. Das ist natürlich bislang auch erst eine einzelne Händlermeinung, aber bei der Größe des Betriebs durchaus eine Aussage, die es zu beachten gilt. Weiter geht's. Und jetzt kommt Reklame in eigener Sache. Kennt ihr unseren Ligurien- und Haute-Provence-Film? Der zweite Teil ist online. Die Bergen unter und die hochhängenden Wolken strahlen in den schönsten Farben. Wir können uns gar nicht satt sehen, sitzen mittlerweile im Wohnmobil, da es draußen nur noch wenige Grad über Null ist. Dann kommt die Blue Hour, also diese Zeit nach Sonnenuntergang, wo die Farben noch einmal richtig intensiv werden und wir denken, schöner kann ein Urlaubstag nicht zu Ende gehen. Doch wir irren uns, denn in der Nacht wird es so dunkel, wie wir Großstadtkinder es gar nicht gewohnt sind. Und wenn sich die Augen daran gewöhnen, tauchen Abermillionen Sterne am Himmel auf. Und wieder sind wir geflasht und glücklich, dass wir spontan am Wegesrand stehen geblieben sind. Niemand hat sich an uns gestört, auch in der Nacht waren wir allein. Gegen Morgen fuhr mal ein Pendler vorbei. Ansonsten herrschte himmlische Ruhe. Wenn euch jetzt der gesamte Film interessiert,
Link hier oben oder im Text oder auf Womoblog. Tankwasser ist giftig, habe ich ein Interview mit einem Experten überschrieben. Und das ist ernst gemeint, denn wenn man sich die Campingshops doch anschaut und das riesige Angebot an Mittelchen und Matten und Flüssigkeiten, die man in seinen Tank schütten soll, dann muss der normale Camper davon ausgehen, dass Tankwasser giftig und gefährlich ist, wenn man nichts tut. Dazu passt dann auch im Übrigen der Film gegen Silberionen. Da hat uns ein anderer Experte aufgeklärt, dass man das nicht machen darf, wenn einem die eigene Gesundheit lieb ist. Und in diesem neuen Interview über das Tankwasser hat der ehemalige Leiter eines Labors der Wasserwirtschaft uns klargemacht, dass unser Trinkwasser aus dem Wasserhahn, und zwar in ganz Europa, gut genug ist, um es zu trinken und dass man es unproblematisch auch aus dem Tank trinken kann. Schaut es euch an, macht es, wie Rolf Liegebig empfiehlt, und ihr könnt viel Geld für die Pülverchen und Mittelchen sparen. Link im Text unter dem Video und auf womo.blog. GPS-Tracker. Gute Nachrichten von Protelis. Der Betrieb geht weiter. Ich hatte euch vor geraumer Zeit von Protelis erzählt und unseren guten Erfahrungen mit dem GPS-Tracker. Nun gab es Irrungen und Wirrungen, da das kleine Unternehmen fast am Chipmangel zugrunde gegangen ist. Jetzt also die gute Nachricht, alles wieder gut, der Laden läuft weiter, ich konnte brav meine 2 Trecker von Protelis verlängern und die laufen nun seit 2 Jahren absolut ohne Fehl und Tadel. Aber es wird noch besser, denn all die Kritiker, die meinen Trecker bringen nichts, kann ich nach einem Gespräch mit den Machern beruhigen. Mit den richtigen Treckern habt ihr eine Chance. Daher versteckt bei euch auf jeden Fall im Wohnmobil oder im Wohnwagen einen Trecker, denn sollte es geklaut werden, habt ihr zumindest eine kleine Chance, das Wohnmobil zurückzubekommen. Den Protelis habe ich auf 10 Sekunden eingestellt. Damit teilt er mir im 10-Sekunden-Takt mit, wo er sich gerade befindet, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Und das sehe ich dann auch sofort in meiner App. Ist das Fahrzeug nicht in Bewegung, ist das Gerät absolut stumm und nicht im Netz angemeldet und somit auch nicht im Fahrzeug durch einen Wanzenfinder aufzuspüren. Einmal am Tag loggt sich das Gerät aber auf jeden Fall ein und schickt seine Daten. Die Chancen, den Trecker dann gerade zu diesem Zeitpunkt zu finden, ja, die Chance dürfte gegen 0 gehen. Und das Argument, die Bösewichter stören das Senden der Information. Ja, das tun sie, aber ganz sicher nicht dauerhaft über Wochen und Monate. Irgendwann bekommt der Trecker wieder Kontakt und dann wisst ihr, wo euer Fahrzeug ist. Also, bei Protelis ist wieder alles in Ordnung und die Trecker funktionieren wunderbar. Sichert eure hochwertigen Fahrzeuge und E-Bikes und so weiter. Link im Text oder auf womo.blog. Bevor ich zu den Themen aus den Foren komme, habe ich noch 2 Bücher für euch. Einmal das brandneue Buch Thüringen aus dem Womo Verlag. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich da. Von Katja Eisenschmidt gibt es nun Thüringen. Dieser Band hat nichts, aber auch gar nichts mehr mit seinem gleichnamigen Vorgänger zu tun und ist komplett neu geschrieben. Und Katja hat uns auf unserer Deutschlandtour vor 2 Jahren Tipps zu Thüringen gegeben, die nun auch Eingang in diesen Band gefunden haben. So hat sie uns damals den Geheimtipp Keltendorf, Seite 40, gegeben. Bei Sünna, absolut traumhaft. Wir blieben am Ende 2 Tage dort, da es wunderschöne Wanderwege gibt und man in der nahegelegenen Wirtschaft toll essen konnte. Und auch das Frühstück war wirklich preiswert. So hatte der Wirt dann auch nichts dagegen, dass wir bei ihm auf dem Parkplatz übernachteten. Ja, so einfach und erlaubt kann das gehen. Einfach höflich beim Abendessen mal fragen und dann noch ein Frühstück buchen und der Wirt freut sich. Ein Fehler hat das Buch. Es sind einfach viel zu viele Touren und Sehenswürdigkeiten. Das schafft man unmöglich in einem Urlaub. Aber jetzt im Ernst, wir wussten schon vorher, dass Thüringen schön ist. Aber dass es so viel zu bieten hat, das hat uns dann schon überrascht. Wir finden die Bücher aus dem Womo Verlag wirklich klasse, hätten aber trotzdem mal einen Wunsch. Vielleicht geht es euch genauso. Die Bücher enden regelmäßig an den Landesgrenzen. Aber manche tolle Tour geht halt über mehrere Bundesländer oder Regionen hinweg. Lieber Womo Verlag, vielleicht stellt ihr eure Bücher auch mal nach diesem Gesichtspunkt zusammen. Vielleicht mal ein Buch von Usedom zum Bodensee oder von Bad Reichenhall nach Flensburg. Wäre doch was. Kommen wir zum zweiten Buch. Teil 2 von Womo und Weg ist da.
aus dem Reise-Know-how Verlag hatten wir euch im Frühjahr den Band Norden vorgestellt. Nadja hat dieses Buch auch wegen der vielen Zusatzaktivitäten und Empfehlungen sofort ins Herz geschlossen und fragte aber zu Recht, wo ist denn unsere Region? Ja, und der ganze Süden. Und jetzt ist er da. Und es gibt halt viel zu sehen. Vielleicht ist das der Grund, warum unser schöner Odenwald, der Taunus, der Spessart und die Wetterau zu kurz kommen. Aber ja, mit der Schwäbischen Alb, den Bodensee, Bayern, Pfalz, Breisgau können wir einfach nicht mithalten. Und die findet ihr inklusive Ausflugszielen und Stellplätzen reichlich hier. Gerade wenn ihr nur kurz in der Region seid, bietet sich dieses Buch für einen ersten Überblick. Vertiefen kann man es dann sicher mit weiteren Reiseführern. Und ich sage es immer wieder gerne, wir haben viele Bücher dabei, denn viele angebliche Tipps aus dem Internet sind nicht wirklich gut recherchiert oder gekauft. Da ist mir ein Autor, den man im Zweifelsfall auch mal anschreiben kann, viel lieber. Deswegen hat Nadja auch diesmal den Schrank mit diesen aktuellen Büchern dekoriert. Und ihr seht schon, da wird ständig erweitert und überarbeitet. Und wie beim WOMO Verlag sogar zu jeder Auflage im eigenen Forum Veränderungen dem geneigten Leser mitgeteilt. Ich finde das einfach großartig. Links zu den Büchern auf womo.blog oder unten im Text. Im Forum Reisemobiltreff geht es gerade spannend zu. Panne. Wenn ihr mal eine Panne unterwegs hattet, dann wisst ihr, das ist purer Stress. Und hier schreiben Betroffene, was sie erlebt haben und wie es gelöst wurde oder wie geholfen wurde. Das nimmt ein wenig die Angst, zeigt aber auch, dass es immer wieder Menschen gibt, die bereit sind zu helfen. Wenn ihr an einem Samstagnachmittag bei einer Werkstatt aufschlagt und der Geselle macht für euch extra die Tür wieder auf, statt euch auf den Montag zu vertrösten, was ja auch in Ordnung wäre, dann gibt es ebenfalls im Reisemobiltreff das Thema nächtlicher Überfall an der Autobahnraststätte. Nie, 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 hat mal ein Prof bei uns immer gesagt. Und das gilt auch hier, nie, nie, nie auf der Autobahnraststätte übernachten. Da liegen die Gauner wie der Löwe am Wasserloch und warten einfach drauf, dass die Gazellen zum Saufen kommen. Einfacher geht's gar nicht. Ein paar Kilometer weiter weg von der Autobahn findet ihr sicher einen besseren Stellplatz und viel ruhiger noch dazu. Und am allerbesten fand ich gerade in einer Facebook-Gruppe diesen Eintrag. Skandinavien mit dem Wohnmobil. Und dann der folgende Post. Eine Frage an die Norwegen-Spezialisten. Wenn an einem Parkplatz oder Rastplatz ein Schild mit No Camping steht, darf man da übernachten, aber ohne jegliches Campingverhalten? Die beste Antwort dazu: Welchen Teil von No Camping verstehst du nicht? Und absolut richtig die folgende Antwort: Im ersten Jahr steht ein Schild als freundlicher Hinweis, im Folgejahr ist dann entweder eine Baumsperre oder die Zufahrt ist durch abgelegte große Steine blockiert, da sich einige wenige in Interpretationen der Bedeutung von Schildern versuchen. Jawohl, das ist der Grund, warum immer mehr schöne Spots am Ende total gesperrt für uns sind. Am besten mitlesen, mitdiskutieren. Ich verlinke euch die 3 Themen wie üblich unten im Text und auf womo.blog. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like. Abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf womo.blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Schreibt uns doch mal einen Kommentar, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.